Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Kindersitze sind wahrscheinlich die einfachste und günstigste Möglichkeit, um Kinder auf dem Fahrrad mitzunehmen. Die Firma BoBike hat uns vor einigen Monaten 2 Kindersitze zugesandt, um sie mal zu testen, und wir haben sie wirklich fleißig verwendet. Und in diesem Video möchte ich euch die einmal zeigen und sagen, was wir davon halten. Der erste ist dieser hier, der BoBike Go Maxi. Den gibt es in einer Version zur Montage am Sitzrohr und in einer Version zur Montage an Gepäckträgern, und das ist natürlich der, den wir haben. Den gibt es auch in noch mehreren Farben, passend zu eurem Fahrrad oder den Vorlieben des Kindes, und erfüllt sämtliche Normen, die an einen solchen Sitz in Deutschland gestellt werden. Und er hat ein paar schöne Details. Die Montage und Demontage ist zum Beispiel sehr schnell erledigt. Hier gibt es einen Drehgriff, den zeige ich euch gleich. Wenn man den dreht, dann verstellen sich die Backen hier und kneifen von links und rechts an einen Gepäckträger dran. Und vorne wird er dann mit einem entsprechenden Gurt entweder irgendwo am Rahmen nochmal befestigt oder an der Sattelstütze, oder einfach wie hier kann man das dann durch den Gepäckträger ziehen als Sicherheitsleine. Der zweite Punkt ist, dass er sich sehr einfach reinigen lässt. Hier sind nicht viele Löcher drin oder eine profilierte Oberfläche, sondern das ist glatt. Das lässt sich einfach abwischen, und auch nach mehreren Monaten der Nutzung im Winter, im Schnee, ist er verhältnismäßig sauber. Der zweite Punkt ist, dass er wirklich gut verarbeitet und schön ausgeformt ist. Hier sind keine scharfen Kanten, hier sind keine Schnittstellen, sondern das Kind sitzt bequem, und auch die Gurtschnalle hier, die ist nicht übermäßig breit oder übermäßig dick, sodass das Kind hier auch gemütlich drin sitzen kann. Der nächste Punkt ist, dass auch die Fußrasten sich weit verstellen lassen. Das hier ist jetzt die höchste Position für die Füße, und die niedrigste ist ganz hier unten. Und da könnt ihr auch gleich sehen, geeignet von 9 bis 22 Kilogramm, dass man das Kind natürlich anschnallen sollte und nicht in die andere Richtung gucken sollte, während das Kind, ja, was macht es da eigentlich gerade? Also der Verstellbereich ist groß genug, und die Füße lassen sich auch mittels dieses Gurtes hier verhältnismäßig einfach dann festschnallen. Wobei das schon hier so ein bisschen archaisch aussieht, diese Halterung, und da gibt es schon so ein bisschen Verschleiß. Der Gurt lässt sich dann verhältnismäßig einfach in der Höhe verstellen für verschiedene Körpergrößen. Unser Kind ist jetzt schon in der höchsten Gurtstufe, wo der Gurt dann nicht mehr hier aus der Sitzlehne kommt, sondern oberhalb der Sitzlehne, sodass er leichter dann über die Schulter geführt werden kann. Er lässt sich dann auch einfach verstellen, hier in der Länge, sodass auch größere Kinder hier Platz finden können. Und dann, damit der Gurt nicht von den Schultern rutscht, kann man das hier einfach hochziehen, und dann sitzt der Gurt auch sicher vor der Brust. Ein weiterer Punkt ist, dass es kaum Materialien gibt, die sich mit Wasser vollsaugen bei diesem Sitz, außer halt diese Gurte an sich, die aber dann halt da sitzen, wo auch die Regenjacke sitzt. Um das Kind festzuschnallen, gibt es dann hier diesen Schnappmechanismus. Der ist zum Auslösen angenehm schwer, also das Kind bekommt das auch nicht alleine hin, und dann kann man das einfach festschnappen und es rastet auch satt ein. Das gefällt mir ganz gut. Hier bei der Sitzfläche, die lässt sich dann einfach abnehmen, lässt sich auch einfach abwischen, besteht aus PVC, ist damit angenehm weich für das Kind, aber im Zweifel könnte das Kind auch ohne dieses Sitzpolster hier drauf sitzen, und eine kleine Ablauföffnung gibt es auch. Aber das coolste Feature bei dem BoBike Go Maxi ist dieses hier. Press to Recline 20 Grad. Und das heißt natürlich nicht, dass ihr das nur bei entsprechenden Temperaturen machen dürft, sondern der Sitz, der lässt sich in der Neigung verstellen und bietet somit einen richtig schönen Schlafplatz für kleine Kinder, wenn sie während der Fahrt eindösen sollten. Und das hat richtig gut funktioniert. Und auch gerade hier diese Kopflehne sorgt dann dafür, dass auch der Kopf nicht so stark hin und her bamselt. Was man allerdings auch beachten muss, der Schwerpunkt wandert dadurch nach hinten, und wenn ihr so ein Lastenrad habt mit so einer Strebe hier hinten, dann kann es sein, dass sich der Sitz eben nicht nach hinten verstellen lässt. Ein paar Punkte, die uns nicht so begeistert haben. Erstens, der Sitz lässt sich nicht abschließen. Das heißt, man kann ihn theoretisch immer vom Gepäckträger lösen. Es wird zwar ein kleines Kabelschloss mitgeliefert, aber das ist, finde ich, nicht so elegant. Dann muss der Gurt immer über den Kopf des Kindes gezogen werden. Das heißt, je nach Kind-Kopf-Helm-Kombination kann es sein, dass es entweder den Helm abnehmen muss, um den Gurt zu befestigen, oder aber, dass man diesen Gurt hier jedes Mal hier in diesem Beckenbereich verstellen muss, damit es funktioniert.
Und als dritter Punkt hat sich hier die Klebung des Klettstreifens gelöst. Das funktioniert zwar trotzdem gut und sitzt sicher darauf. Allgemein ist aber auch natürlich die Nutzung von PVC bei so einem Sitzpolster ein bisschen fragwürdig. Also insgesamt würde ich sagen, ist es ein empfehlenswertes Produkt. Er sitzt sicher auf dem Gepäckträger drauf und wir, beziehungsweise meine Tochter, hat hier auch sehr gerne drin gesessen. Und der Preis ist insgesamt auch sehr konkurrenzfähig, besonders dann, wenn ihr auf diese Neigefunktion verzichten könnt. Der zweite Sitz, den wir bekommen haben, ist dieser hier, der One Junior. Und der ist für Kinder bis 35 Kilogramm freigegeben, natürlich auf entsprechenden Fahrrädern und kommt hier ebenfalls mit einer solchen Klemmung, die aber deutlich anders funktioniert als bei dem Bobike Go Maxi. Denn hier ist für die Montage Werkzeug vonnöten, um genauer zu sein, ein 4er Imbus. Dieser Sitz wird dann ebenfalls hier draufgesetzt auf den Gepäckträger und dann auf der anderen Seite einfach nur festgezogen. Und ihr könnt schon gleich hören, dass es da so ein bisschen einrastet. Denn wenn man jetzt hier das versucht zu lösen, dann wird es gesperrt. Also dieser Sitz kann sich auch nicht von alleine lösen. Der rastet hier ein. Man muss erst hier hinten einen Knopf drücken und dann kann man auch den Sitz wieder lösen. Also finde ich ziemlich gut, dass da noch so ein Sicherheitsmechanismus mit drin ist. Ebenfalls muss der Sitz dann hier mit dieser Schlaufe einmal an einem festen Gegenstand montiert werden, beziehungsweise nochmal festgezurrt werden. Falls man das mit der Montage am Gepäckträger dann doch verbaselt hat, dann kann der Sitz wenigstens nicht abhauen. Und auch wenn der Sitz deutlich kleiner ist und im Vergleich zum Go Maxi nach kleinerem Kind klingt, ist er tatsächlich für größere Kinder geeignet. Bobike gibt an, dass Kinder zwischen 6 und 10 Jahren auf diesem Sitz sitzen können. Allerdings sitzt auch unsere 5-Jährige schon hier drauf wie eine Weltmeisterin. Bei diesem Sitz sind dann auch noch Fußrasten enthalten, die hier unten bei normalen Fahrrädern am Rahmen befestigt werden. Hier ist das jetzt nicht möglich, sondern wir haben hier diese Fußleisten hier unten. Aber dieser Sitz ließe sich, wie gesagt, auch an normalen Fahrrädern befestigen. Dieser Sitz ist für Kinder gedacht, die schon selber Fahrrad fahren können, aber aus verschiedenen Gründen entweder bei den Eltern auf dem Fahrrad mitfahren wollen oder mitfahren müssen. Zum Beispiel, weil die Distanz einfach zu groß ist. Der Sitz hat auch im Vergleich zu einem normalen Sitzpolster bei einem Longtail zum Beispiel deutliche Vorteile. Auf der einen Seite durch diese Rückenlehne und auf der anderen Seite dadurch, dass er noch einen Gurt hat. Den Junior gibt es in 2 verschiedenen Farben, einmal mit einer schwarzen Rückenlehne und braunem Polster, so wie hier, und mit einer schwarzen Rückenlehne und einem schwarzen Polster. Was hat uns bzw. unserer Tochter gut gefallen? Erstmal, dass die Rückenlehne hier ergonomisch geformt ist. Auch hier wiederum gibt es keine scharfen Kanten oder irgendwas, wo die Kleidung dran hängen bleiben könnte, sondern das fühlt sich alles sehr glatt an. Auch die Sitzfläche, die ist nicht super weich gepolstert, aber sie ist ausreichend weich, damit auch die Kinder da wirklich lange drauf sitzen können. Der Sitz lässt sich klein zusammenklappen, sollte es mal nötig sein. Und hier ist dann noch so ein kleiner Reflexstreifen angebracht, der zwar nicht rot ist, aber dadurch ist das Kind oder dieser Sitz auch nochmal bei Nacht etwas besser zu sehen. Und auch, dass im Lieferumfang die Fußleisten drin sind, das ist eine gute Sache, besonders dann, wenn man diesen Sitz eben auf einem normalen Fahrrad befestigen möchte. Insgesamt haben uns diese beiden Sitze sehr gute Dienste geleistet über die letzten paar Monate und auch über den Winter. Denn wir haben noch dieses Teil hier bekommen. Das ist ein Wetterschutz, der nicht nur dafür geeignet ist, um den Kindersitz an sich vor schlechtem Wetter zu schützen, sondern auch das Kind. Denn der Gurt hier hinten, der das Ganze befestigt, der lässt sich leicht anpassen. Man klappt das also ein bisschen nach vorne, setzt das Kind rein und dann klappt man den nach hinten und das Kind sitzt hier richtig gemütlich drin. Inklusive der Beine. Die sind richtig gut vor schlechtem Wetter, vor Regen und auch vor Schnee und Kälte geschützt. Also unsere Tochter hat das in der letzten Zeit richtig genossen, hier zu sitzen. Wollte immer nur mit diesem Fahrrad fahren. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das hier zu öffnen und so einen Überzug rauszuholen, mit dem man das Kind dann nochmal etwas besser vor Regen schützen kann und vor eintretender Nässe und Kälte. Das zieht man also ebenfalls nochmal hier rüber. Das Kind kann den Kopf dann hier durchstecken oder aber man nutzt das dann als so eine Kapuze. Also auch eine richtig süße Idee und das Ganze lässt sich dann natürlich auch verwenden, um das als kompletten Regenschutz hier für den Sitz zu verwenden. Dieses Teil ist wirklich eine gute Sache, kann ich
definitiv empfehlen, wenn ihr auch bei schlechtem und kaltem Wetter mit eurem Kind mit dem Fahrrad unterwegs sein wollt. Denn da reicht halt ab und zu der Schneeanzug oder die Regenjacke einfach nicht aus. Das sage ich auch in diesem Video hier oben. Ja, das ist unsere Meinung zu den Kindersitzen von Bobike. Aber was haltet ihr jetzt davon? Hattet ihr Bobike für solche Sitze auf der Rechnung? Was haltet ihr davon, was ich euch gerade gezeigt habe? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.